Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch ein super einfaches und schnelles Rezept für einen leckeren Salsa-Salat mit Tomaten, Mais, Bohnen und Hähnchenfleisch. Dafür benötigen wir als erstes ca. 500 Gramm Tomaten. Hier könnt ihr Rispentomaten, Pflaumentomaten oder auch Cherrytomaten verwenden. Das ist ganz egal. Die Tomaten jetzt in mundgerechte Stücke schneiden. Als nächstes habe ich hier ein Bund Frühlingszwiebeln, das welke Grün entfernen und die Zwiebeln danach in feine Ringe schneiden, Tomaten und Frühlingszwiebeln anschließend in eine große Salatschüssel geben, und wenn das erledigt ist, kommen die restlichen Zutaten dazu: eine Dose Kidneybohnen sowie eine Dose Mais über einem Sieb abspülen und kurz abtropfen lassen, ebenfalls mit in die Rührschüssel geben, außerdem eine große Limette auspressen, den Limettensaft zum Salat gießen. Jetzt kommt noch ein guter Schuss Olivenöl dazu, eine Prise Zucker und natürlich Salz sowie frisch gemahlener Pfeffer. Den Tomaten-Salsa-Salat jetzt einmal gut umrühren, damit sich alle Zutaten gleichmäßig verteilen können, und kurz zur Seite stellen. Währenddessen kümmern wir uns um das Hähnchen. Da habe ich insgesamt 500 Gramm Hähnchenbrust hergenommen. Als erstes in Streifen oder kleine, mundgerechte Stücke schneiden. Wenn das erledigt ist, eine Pfanne mit einem guten Schuss Öl erhitzen. Sobald die Pfanne heiß ist, das gewürfelte Hähnchenfleisch dazugeben, gleichmäßig in der Pfanne verteilen und für ca. 6 bis 7 Minuten rundherum braun anbraten. Währenddessen auch ruhig schon mal mit Salz und Pfeffer würzen, zwischendurch wenden, und sobald das Hähnchen gar ist und etwas Farbe angenommen hat, können wir die Pfanne vom Herd ziehen, das angebratene Fleisch direkt zum Salat geben, alles ein letztes Mal gut umrühren, eventuell nochmal mit Salz und Pfeffer abschmecken, und dann sind wir fertig. Den Tomaten-Salsa-Salat mit Hähnchen, Mais und Bohnen jetzt auf tiefen Tellern verteilen. Zum Schluss mit etwas fein gehacktem Koriander oder Petersilie garnieren und servieren. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich wünsche euch schon mal einen guten Appetit. Viel Spaß beim Nachkochen. Bis zum nächsten Mal.